In diesem Sinne, was heute nicht für ein geiles Datum ist. Es ist nämlich Bosnia Rally 2022 plus minus Startdatum. Also dieses Wochenende geht's los dort. Ich bin so gespannt. Es ist wirklich schade. Announcement. Ich bin dieses Jahr nicht dabei. Wirklich, wirklich schade. Ich dachte mir, das ist ein brillanter Zeitpunkt, um auch noch ein altes Video unterzubringen. Und zwar 3 Dinge, die du in Bosnien unbedingt dabei haben solltest, bzw. wissen solltest. Nummer 1. Also, bist du als Anfänger dabei? Was ich letztes Jahr auf jeden Fall war, wirst du den ganzen Tag nur Motorrad fahren. Du musst physisch fit sein, soweit so klar. Genau, du brauchst unbedingt, okay, Step by Step. Also du musst physisch fit sein. Genau, du wirst von morgens bis spät abends fahren, also pack dir unbedingt auch eine Jause ein. Eine Brotzeit, was zum Essen, Energy-Riegel. Ich habe wirklich gehört, die Leute, die einfach vollhauen, die hauen sich einfach so. Es gibt so Energy Bars, wo ein Riegel quasi 500 Kalorien hat, der haut sich 1, 2, 3 rein pro Tag und das war's. Genau, ich habe mich ja einfach versorgt durch Müsli-Riegel letztes Jahr und das hat dann echt geklappt. Aber eher, weil ich ein bisschen wahnsinnig bin und einfach auf Nummer sicher gehen wollte. Ich habe eigentlich schon jeden Tag damit gerechnet, dass sich irgendwo ein Mittagessen ausgibt. Aber es gibt meistens nicht wirklich was am Weg. So war es zumindest letztes Jahr, zumindest nichts, wo ich mir spontan gedacht habe, Mann, dieses Wirtshaus da drüben, das sieht jetzt aus, ob ich da schnell reingehen kann und schnell was zu essen kriege. Bei der Roadbook-Navigation war das immer, also bei den Wegpunkten, man hat ja auch quasi irgendwas eingezeichnet, wo man, glaube ich, auch einkehren kann auf der Route. Aber ja, sag mal, wenn du Anfänger bist, wirst du mehr Zeit auf der Strecke verbrauchen und deshalb dann keine Zeit zum Essen haben. Also, 1 nochmal kurz zusammengefasst, plan ein, dass du den ganzen Tag auf der Piste unterwegs bist. 2. Hab unbedingt genug zu trinken mit. Also 3 Liter würde ich echt jedem empfehlen, dass er sie mitschleppt, egal wann, was, wie, wo. Allein wenn du irgendwo eine Panne hast, so wie ich hier letztes Jahr. Ich glaube eigentlich, das ist ziemlich zwecklos. Das ist vollkommen zwecklos. Mein Moped in die Hecke geworfen. Und dann tatsächlich auch genau bei der Situation gedacht, bald kommt der nächste Stopp und dann kann ich wieder Wasser auffüllen. Sascha, danke nochmal für die Empfehlung, dass 3 Liter auf jeden Fall zu viel ist. Geil. Also ich würde echt jeden empfehlen, nehmt 3 Liter mit, habt notfalls eine Reserve, genau, und füllt sie auch unbedingt wieder auf, wenn ihr mal bei einer Tankstelle oder so stehen bleibt, kauft immer was. Genau, weil ja, es ist unendlich heiß. Es gibt nicht überall eine Deckung. Ich habe den Kollegen, ich glaube Andreas, getroffen, da der seine Kupplung abgefackelt hat. Der hat weder Sonnencreme dabei gehabt, noch sich irgendwo Deckung gesucht, irgendwo Schatten oder ähnliches. Deshalb ja, wenn ihr irgendwo eine Panne habt, sucht euch trotzdem, geht es 100 Meter weiter oder sucht euch ein schattiges Plätzchen, wenn es gibt. Gibt es eben nicht überall. Und ja, schaut, dass dort die Zeit verbringt, wenn es geht. Und ja, sonst das einfach halt durchhalten. Und dann braucht man was zum Trinken. Deshalb Punkt 2 nochmal was zu trinken. Genug davon. Und Punkt 3, nehmt unbedingt jeden Abend bei dieser Roadbook-Planung bzw. Vorstellung teil. Und zwar, es wird dann quasi die Route für den nächsten Tag vorgestellt. Und was absolut brillant daran ist, du kriegst auch wichtige Hinweise, wo gegebenenfalls eine Stelle ist, die für Moped Kategorie ABC nicht geeignet ist. Meistens halt für schwere Bikes. Oder wo gegebenenfalls irgendwas Kritisches ist. Einmal haben wir gehört, Achtung, da ist ein Loch in der Straße und verdammt, ich finde den Ausschnitt wahrscheinlich nicht, aber das Loch war phänomenal groß und es war in der Straße. Und ja, deshalb, also markiert euch einfach auch wichtige Stellen, Kilometerstände. Ich würde echt wirklich empfehlen, setzt den Tageskilometerstand einfach bei jedem Moped, geht das ja einfach täglich auch zurück, wenn ihr kein Roadbook habt, damit ihr einfach eine Referenz habt. Es gibt immer diesen Startmesspunkt, falls dorthin, setzt den Tageskilometerstand zurück und dann habt ihr auch eine grobe Referenz, wo ihr gerade unterwegs seid und was denn da kommt. Auch besonders wichtig, notiert euch immer, wo die Light Tracks beginnen. Und also wo sie quasi abzweigen von der Hauptroute, weil so wie ich letztes Jahr Osmand benutzt hat man quasi immer nur einen Track navigieren können. Bedeutet, du bist einfach den Standard-Track gefahren und hast dann wissen müssen bei Kilometer 89,4 Abzweigung auf den Light-Track. Oft war das absolut nicht ersichtlich, also man hat einfach nicht gesehen, hier, du fährst quasi auf der Hauptstraße geradeaus und rechts wäre der Light-Track weggegangen. Genau, also deshalb ist es nicht immer der Weg, der im Moment vielleicht gut ausschaut, am Ende der Light Track. Das ist extrem wichtig, weil wenn man dann quasi bei der Abzweigung ist, dann muss man in der App, so wie es ich mit Osman gehabt habe, den Light Track aktivieren. Dann kannst du quasi ab der Stelle den Light Track navigieren und wenn du dort wieder rauskommst, dann bist du dann eher am Ende, weil der Light Track geht quasi nur von A bis B. Dann kommst du bei B wieder auf den normalen Track, dann wieder den normalen Track aktivieren und dann aber auch wieder wissen, jetzt wird es nämlich richtig tricky, wo ist der Hauptkilometerstand an dieser Stelle des Standard-Tracks, damit man dann wieder weiß, wo zum Beispiel der zweite Light-Track abzweigt, weil der zweite Light-Track
zweigt wieder ab einer Stelle, also Kilometerstelle des Haupttracks ab. Viele Sachen, die man einfach wissen muss, damit man es in dem Moment richtig macht, weil sonst macht man es mindestens zweimal falsch und ist verwirrt, wieso es denn nicht so ganz geklappt hat. Ich finde, das waren so die wichtigsten Sachen, die man auf jeden Fall mal gehört haben sollte. Deshalb allen Teilnehmern bei der Bosnia Rallye 2022 diesmal viel Spaß und Freude und Erlebnisse von mir. Nehmt euch auf jeden Fall auch die Zeit und schaut mal in die Ferne, bleibt irgendwo stehen, macht eine Pause, genießt die Aussicht, weil es ist ein phänomenal wunderschönes Land. Genau, besonders Team Euromotors Graz, kommt alle heil zurück, passt einfach auf und gebt anständig Schub. Ich bin mir sicher, ihr werdet richtig viel Staub aufwirbeln. Und ja, in diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis bald, gute Fahrt, ride hard, ride safe. Man sieht sich. Ciao. Bei mir hat es dieses Jahr einfach nicht gepasst mit der Urlaubsplanung im Sinne von, ich habe einfach die Auswahl treffen müssen zwischen nochmal Bosnia Rallye oder an andere Destinationen, wo ich noch nicht war. Genau, und ich habe mich für Zweiteres entschieden, weil wirklich schade. Ich war angemeldet, ich habe dann storniert. Danke nochmal, dass das möglich war. Und ja, verdammt. Naja, so ist das Leben. Muss manchmal auch sein. Servus.